Frühlingsglaube, ein Gedicht von Ludwig Uhland, einer der wichtigen schwäbischen Dichter. Musik von Franz Schubert, gedruckt in 1820, eine Erstausgabe. Es wurde nicht gedruckt in 1820, es wurde von Schubert komponiert in 1820. Der Druck ist aus 1823. Dieser schöne Druck, Erstdruck, ist der Justine von Bruchmann gewidmet, die Schwester von Franz von Bruchmann. Franz von Bruchmann war ein Dichter, Schubert-Dichter, Freund und Philosoph, studierte in Erlangen bei Schelling, obwohl das für österreichische Studenten verboten war. Er ist trotzdem dorthin. Und die Justine, das war seine Schwester. Ich lese jetzt den Text vor. Die Lindenlüfte sind erwacht, sie säuseln und weben Tag und Nacht. Sie schaffen an allen Enden, o frischer Duft, o neuer Klang. Nun, armes Herz, sei nicht bang, nun muss sich alles wenden. Die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was es noch werden mag. Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal. Nun, armes Herz, vergiss der Qual. Nun muss sich alles wenden. Eines der schönsten und bekanntesten Schubert-Lieder. Man hört sehr oft singen, sie säuseln und wehen. Das wurde in einer Zeit der Besserwisser 19. Jahrhunderts von Germanisten verbessert. Ich weiß noch, wie ich in der Schule beim Konservatorium in Rotterdam, dass ein deutschsprachiger Lehrer zu mir sagt, Robert, das ist Unsinn, weben, es heißt wehen, die Lindenlüfte wehen. Aber weben ist etwas ganz Poetisches. Weben ist herumgeistern. Es ist nicht nur, der Wind weht, selbstverständlich, wenn der Wind nicht weht, dann gibt es keinen Wind. Aber es webt, es ist etwas Geheimnisvolles, es entsteht etwas, es gibt eine gewisse Erwartung, eben, dass der Frühling sich entwickelt. Und deshalb unbedingt weben, das steht hier auch abgedruckt, die säuseln und weben in dem Erstdruck. Es ist aber interessant, Ludwig Uhland war nicht nur ein romantischer, toller Dichter, hat wunderbare Balladen geschrieben, die schwäbische Dichterschule, Uhland, Kerner, Hölderlin, Gustav Schwab, Wilhelm Weiblinger, Eduard Mörike. Also Uhland war ein sehr wichtiger Mensch. Hier ist der Erstdruck von Frühlingsglaube, wo auch natürlich steht Weben. Ja, das ist ein Druck aus 1815, das ist der Erstdruck bei Uhland. Jetzt muss man verstehen, 1815, das war die Zeit nach dem Wiener Kongress. Also nachdem Napoleon geschlagen war, war eine allgemeine Bewegung von Hoffnung, bessere politische Umstände. Man wollte Pressefreiheit, man wollte überhaupt Freiheit, man wollte, dass die Fürsten eine Verfassung organisieren mit dem höheren Bürgertum, damit mehr Demokratie kommt. Und das war eigentlich das Verlangen nach diesem Frühling bei Uhland. Dann gab es eine Sache da. 1815 wurden auch die Burschenschaften gegründet. Das waren die Nationaldeutsche. Und 1819 gab es einen Mord, ein Burschenschaftler, Sand hieß er,
hat den Dichter Kotzebue erstochen. Kotzebue war auch ein Schubert-Dichter. Schubert hat einer seiner ersten Opern nach Text von Kotzebue komponiert. Des Teufels Lustschloss. Es wurde ja in Zürich und auch in Wien aufgeführt. Das ist eine wunderbare Spieloper. Am Schluss entpuppt sich diese Oper als eine komische Oper. Das ist ein ganz tolles Libretto. Aber dieser Kotzebue, der war ein richtiger Mensch, der überall bei den Königen und in jedem Hof geliebt war. Er war so sehr viel in Petersburg und er wurde darum verdächtigt, dass er ein russischer Spion war. Und darum wurde er erdolcht. Dann gab es als Reaktion darauf eine riesen Fürsten- und Diplomatenversammlung in Karlsbad. Und da wurde beschlossen, dass überhaupt keine Verfassungen entstehen könnten. Absolute Pressezwang, alles zensuriert und ein Polizeinetz, das in ganz Europa verbreitet war. Und das wurde organisiert international von Metternich und Zelensky. Also, die wussten zum Beispiel ganz genau, was Ludwig Börner und Heinrich Heine in Paris so trieben. Das wurde alles berichtet. Einzige Pressefreiheit gab es in Hamburg, die Freie und Hansestadt Hamburg. Da war die Druckerei Hoffmann und Campe und da wurden die Werke von Heine und Börner und alles, was gegen das Österreichische war, dort wurde alles publiziert. Also, wenn Schubert also komponiert, nun muss sich alles wenden. Stimmt das praktisch überhaupt nicht. Es müsste schon, aber es ändert sich nichts. Darum klingt dieses Lied, obwohl es so ein schönes Frühlingslied ist eigentlich das. Es ist voll mit wehmütigen Empfindungen. Ja, nun muss sich alles ändern. Es blüht das fernste, tiefste Tal, ja. Die Natur ist schön, aber sonst ändert sich nichts. Es änderte sich erst nach der Revolution 1848, wie dann der Kaiser Franz Josef da dran kam, langsam entwickelte sich da ein freieres Österreich. Langsam konnte man bei der Pressefreiheit da, wo immer noch sehr streng zensuriert wurde, ja nichts gegen die Kirche schreiben. Dann wurde man gleich beschuldigt wegen Gotteslästerung. Also es hat sehr lange gedauert, bis diese sogenannte Biedermeierzeit, die sogenannte Vormärzzeit, also vor März 1848, vor diese internationale Revolution, darum heißt es vor März, bis sich da überhaupt was tat. Ja, das ist Frühlingslaube. Ein Lied voller Hoffnung, aber auch Wehmut, weil Schubert weiß, es wird sich nichts ändern. Säuseln und
armes Herze, sei nicht bang, nun muss sich alles wenden, nun muss sich alles Die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch werden mag, das Blühen will nicht enden, es will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal. Es blüht das tiefste Tal. Nun, armes Herz, vergiss